Von ACXWA gibt es seit kurzem auch in Deutschland erhältlich ein komplettes Umbaukit zum RWD-Driften für diese kleinen WL-Toys-Flitzer hier, die 1:28er, also K989, K969 oder den 2841, 31 oder auch den 484010. Ob das was taugt und was die Vorteile und gegebenenfalls die Nachteile sind, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video sehr ausführlich. Ich habe das wirklich eingehend getestet und auch verglichen gegen meinen Selbstbau, der kein extra Geld kostet, der ebenfalls sehr gut funktioniert. So, was hat am Ende die Nase vorn? Viel Spaß, los geht's. Ein komplett fertig zu nutzendes RWD-Umbau-Kit für die kleinen WL-Toys-Flitzer 1:28, K989 und so weiter und so fort. 23 €, 10 Minuten Umbauzeit für vorne, naja, vielleicht 20. Ich muss die Welle abkürzen, genau wie sonst auch, damit das Ganze Platz hat vorne. Ich habe eine Direktlenkung, ich habe Sturz, ziemlich krassen. Ich habe einen Nachlauf, das heißt, der obere Befestigungspunkt liegt hinter dem unteren Befestigungspunkt, sprich die Achse, an der der Reifen vorne hängt, ist nicht so, sondern so. Das ist für Driften eine gute Sache, weil das Rad dadurch gezogen wird, ganz ähnlich wie bei einem Einkaufswagen, da kennt man das, die vorderen drehbaren Räder, die richten sich immer automatisch aus. Dadurch habe ich hohe Rückstellkräfte an der Lenkung, was wir wollen. Das heißt, bei echten Driftern wird das auch so gemacht, bei 1:10ern auch. Soweit erstmal gut. Ich habe Toe-Out, das heißt, die Räder zeigen vorne nach außen. Das ist erstmal alles so, wie das auch bei meinem 1:10er ist. Natürlich nicht einstellbar, das sind fixe Werte hier, aber es ist berücksichtigt, was für Driften eigentlich relevant ist. Das ist erstmal ein Vorteil. Das einfache Einbauen. Es funktioniert. Insofern kann ich das jedem empfehlen, der keine Lust hat zu basteln, der die Möglichkeit nicht hat oder der sich das nicht zutraut. Es hat aber auch Nachteile und nicht ganz wenige. Der erste Nachteil ist offensichtlich, es kostet 23 €. Nun schreckt das ein RC-Modellbauer in der Regel nicht, das ist eine überschaubare Summe, aber im Vergleich zu meiner Variante, die bis dahin, was den Lenkumbau angeht, komplett kostenneutral ist, ist es ein Nachteil. Das darf ich wohl so sagen. Ein Hauptnachteil oder ein entscheidender, es ist nicht wirklich ein Nachteil, man muss es nur wissen, die Lenkung invertiert sich hier und das geht nicht mit der Originalfernsteuerung umzustellen. Was meine ich damit? Ganz einfach. Im echten Auto, im normalen, originalen Auto ist das Ganze so eingebaut und das hier, diese Bewegung nach links, würde das Auto nach rechts lenken lassen. Nun ist aber hier der Servo so eingebaut und dieselbe Bewegung nach links ist hier mit einmal eine Bewegung nach rechts. Das heißt, das Auto reagiert tatsächlich genau spiegelverkehrt. Ist kein Problem mit einer Radiolink-Funke oder mit jeder anderen auch, kann man das natürlich ändern, aber nicht mit der Originalfernsteuerung. Man muss das nur wissen. Man kann dieses Set nicht nutzen mit der Original-Elo. Man ist angewiesen auf externen Empfänger und Fahrtenregler. Ist jetzt wahrscheinlich, wie gesagt, kein Problem. Man muss ja vorne eh alles ausbauen. Das Oberdeck muss weg oder zumindest gekürzt werden. Das alles da unterzubringen, dürfte eh schwierig werden. Das heißt, jeder, der das macht, dem ist das wahrscheinlich klar. Aber diejenigen, denen das nicht klar war, die sollten es lassen. Meine Güte. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ein ganz merkwürdiges Ding ist das Lenkverhalten, beziehungsweise das Verhalten des Chassis bei vollem Lenkeinschlag. Schaut euch das mal bitte an. Das heißt, hier vorne mal hingucken bitte, das Auto hebt sich an. Ich muss es, glaube ich, noch einschalten, besser ist das. So, das Auto hebt sich an. Man sieht es ein bisschen bei vollem Lenkeinschlag. Und zwar so krass, dass das kurvenäußere Rad den Bodenkontakt verliert. Seht ihr das? Ich kann das frei drehen. Der ganze Druck liegt hier innen drauf. Andersrum ist das genauso. Hier außen dreht das Rad frei, sogar noch doller. Das ist ein bisschen spooky. Es driftet natürlich trotzdem. Mit Kontrolle hat das nicht viel zu tun, man muss das wissen. Das liegt tatsächlich an, ich mach mal wieder aus, das liegt tatsächlich an diesem Nachlauf, von dem ich eben geredet habe, weil dadurch
beim Einlenken kippt das Rad durch diese schräge Achse halt nach unten und ist hier tiefer als da. Das ist tatsächlich ja ein bisschen merkwürdig. Ihr werdet oben gleich, wenn ich fahre, sehen, was es dann damit in der Praxis auf sich hat. Es fährt sich extrem aggressiv, es lenkt unfassbar schnell ein. Man kann es auch gut wieder einfangen, aber es ist schwer im Drift zu halten, für mich zumindest. Das Servohorn, das hat innen drin nicht diese feine Rändelung, die man sonst so kennt von Servo und Servohorn. Das heißt, mit dem Original-Servo, was ich hier in der Hand habe, passt das ganz gut. Das geht saugenschmatzend drauf, dann wird das oben noch mit einer Schraube fixiert, die habe ich hier jetzt gerade nicht genutzt. Und es wird hier hinten mit so einer kleinen Schraube gegengedrückt, gegen diese Rändelung an dem Servo. Mit meinem Austauschservo geht das nicht besonders gut, da der, warum auch immer, einen etwas kleineren, wie heißt das eigentlich, nicht Servohorn, sondern da, wo das drauf kommt. Naja, dieser Servonups hier oben drauf, der ist ein minimales Stückchen kleiner. Dadurch hat das Ding hier Schwierigkeiten, fest zu werden. Ich habe mir jetzt so geholfen, ich habe diese Schraube hier eine Nummer länger gewählt oder zwei, habe das komplett mit dem Handbohrer durchgebohrt und direkt mit durch den Servo durchfixiert. Dadurch geht das. Das heißt, man muss also darauf achten, dass man das Ding hier vernünftig fest bekommt. Insgesamt hat es relativ viel Spiel, wie man sieht. Das ist ganz schön am Wappeln hier alle, ohne dass was passiert. Das ist im direkten Vergleich mit meinem tatsächlich Dollar. Das wird der Präzision nicht zuträglich sein. Funktionieren tut es trotzdem. Das nächste Ding ist, unten haben wir ja eigentlich diese Nasen hier dran, die Ausfederwegbegrenzung. Ich habe hier mein originales Chassis, weil ich habe das bei meinen nachbearbeitet. So sieht das eigentlich aus. Die müssen bei dieser Variante hier eigentlich weg. Bei meinem Auto, darum ist das auch nur so schmal hier bei mir, hier sieht man das, habe ich das ein bisschen gekürzt, damit die unteren Querlenker noch aufliegen können als Ausfederwegbegrenzung, ohne dass das hier gegen das Rad kommt. So, das ist auch die Variante, die ich hier ursprünglich gewählt hatte, weil das mein zweites Auto ist, was ich so umgebaut habe. Aber ich musste diese Nasen deutlich nach unten biegen. Warum? Weil hier auch noch Nupsis dran sind und die begrenzen den Anschlag der Lenkung. Die stoßen dann irgendwann gegen den unteren Querlenker. Wenn man jetzt diese Ausfederwegbegrenzung des Chassis nicht nach unten biegt oder ganz wegnimmt, dann knallt das dagegen. Und man kommt nur bis ungefähr hier, circa. Dann fehlt einem das ganze Stück Lenkung. Also, das heißt, man muss tatsächlich diese Ausfederwegbegrenzung wegflexen. Damit ist das Chassis im Prinzip dann so verbastelt. Das ist nicht schlimm, es funktioniert auch ohne. Man muss das auch nur wissen. So ein neues Chassis kostet 3, 4 Euro. Ich habe immer mal so eins habe ich immer liegen. Jetzt könnte man noch sagen, ein großer Vorteil wäre ja, dass man immerhin sofort 1:1 zurückbauen kann zur Originalversion, weil ich muss ja nichts kaputt machen. Ich baue das alte ab, ich baue das hier an. Okay, die Welle muss gekürzt werden. Da würde ich euch empfehlen, euch auch noch eine zweite dazu zu bestellen. Die gibt es tatsächlich in Kombination mit Motor und Motorhalteplatte, weil das irgendwie alles mit dem Ritzel fest verbaut ist und fest verpresst. Kostet gerade 4 oder 5 Euro. Also das bestellt ihr euch direkt mit, dann habt ihr einen Weg zurück. Dieser vermeintliche Vorteil ist aber nicht wirklich einer, weil, ich muss mal kurz an meine kleine Ersatzteilkiste hier ran, es gibt ja auch nachzubestellen das Original-Getriebegehäuse. Wo habe ich's? Also das, was man hier vorne zerfräsen muss, um das hier da draus zu bauen, meine gekürzte Variante, kostet aber auch nur 2, 3 Euro. Das heißt, hier gebe ich 23 Euro für aus, um zurückzukommen. Hier gebe ich 3 Euro für aus. Ich bestelle mir einfach das Originalteil und baue auch alles wieder so, wie es vorher war, weil ich mache ja hier nichts kaputt. Es bleibt ja alles. Ich kann das alles wieder abschrauben und wieder umbauen, dann habe ich wieder das alte Auto, wenn ich das denn möchte. Also, was bleibt denn dann eigentlich? Das werde ich nachher im Fazit sagen, oder eigentlich ist es jetzt auch schon das Fazit. Was bleibt, ist eine sehr praktische Sache, die funktioniert, die mit Einschränkungen gut driftet und man muss ein paar Dinge beachten. Ja, meine Variante dagegen ist komplett kostenneutral, lenkt auch sehr weit ein, sehr sauber. Da hebt sich im Übrigen nichts ab. Ich kann euch das gerne auch nochmal zeigen. Ich habe auch einen monstermäßig guten Lenkeinschlag hinbekommen, ohne dass irgendwas aneckt.
Es ist sogar so, ich kann das mal kurz beides hier anschließen. Dann seht ihr mal anhand dieser Winkelgeschichte hier auf meinem Schneidbrett. Das tut sich nicht wirklich was, ein bisschen vielleicht. In der Praxis macht das aber eigentlich nichts. Ich sehe gerade, ich bin sogar im falschen Gyromodus, ich wundere mich nämlich gerade. Ja, so, ich komme hier genauso weit rein. Jetzt sieht man's. Dazu kommt, ich habe hier tatsächlich, ja gut, doch, es hat auch Spiel. Natürlich wackelt das alles. Also ich sage mal, das ist jetzt bei dem hier kein Nachteil im Gegensatz zu dem hier. Das ist alles Billigplastik, das wabbelt ein bisschen. Insgesamt hängen die Reifen hier ein bisschen fester dran. Ich habe hier auch schon weiter getunt. Guck mal hier, ich habe die Steuerstange mal so hochgebogen, einfach mit dem Feuerzeug ein bisschen warm gemacht, mit der Zange ein bisschen gebogen, unten die Enden wieder ein bisschen zurückgebogen. Und auch die Lenkstange hier, sieht man, die habe ich auch ein bisschen gebogen, damit sie da unten reinpasst. Was soll das bringen? Durch das Verkürzen habe ich hier auch ein bisschen Toe-Out hinbekommen, sprich die Räder zeigen nach außen. Und bei vollem Lenkeinschlag habe ich auch den Ackermann, sprich das nach kurveninnere Rad lenkt ein bisschen weiter ein als das kurvenäußere. Und durch den Dreieckswinkel habe ich auch noch den Vorteil, dass das Ganze hier nirgendwo gegenhakt und sauber alles nirgendwo klemmt. Ja, das ist so der direkte Vergleich. Wie das Ganze sich in der Praxis jetzt anfühlt, das zeige ich euch mal oben und dann könnt ihr euch selber ein Bild machen. Vielleicht werdet ihr überrascht sein. Okay, das hier ist jetzt dasselbe Auto, das ihr in meinem FPV-Video euch angucken könnt hier auf meinem Kanal, wo ich meinen Sohnemann verfolge, der das fährt mit der alten Variante. Das ist jetzt nur umgebaut auf das Set. Man sieht, man kann driften. Das Ganze ist unfassbar schnell. Ich weiß nicht warum. Es ist derselbe Heckantrieb und alles, aber das Auto ist schneller. Es ist extrem nervös. Es reagiert, also es dreht quasi auf der Stelle. Es reagiert auf kleinste Lenkbewegung. Was besser ist als bei meiner Variante, wenn das Heck ausbricht und wegzukreiseln droht, kann man es hier irgendwie ein bisschen besser einfangen. Na, auch nicht immer. Also so richtig habe ich es noch nicht hingekriegt. Vielleicht liegt es auch einfach daran, jetzt wird es ein bisschen runder. Schaut mal, jetzt. Man braucht ein bisschen, weil sich das anders fährt. Also es ist schon okay. Ihr seht, man kann das kaufen. Man braucht wesentlich weniger Lenkbewegung an der Funke. Man muss es üben. Es ist mir auf jeden Fall möglich, auf diesem Track zu driften damit. So. Es waren ein paar schöne Runden dabei. So. Schön gegen den Mikroständer. Okay. Funktioniert schon. Jetzt nehmen wir mal den anderen Wagen. So, das ist mein Wagen, den ich selbst sozusagen so umgebaut habe. Den kennt ihr auch schon aus anderen Videos mit meinem Eigenbau. Und es fällt auf, dass der einfach entspannter fährt. Mit dem kann ich komischerweise direkt ganz gute Runden fahren. Ich fahre jetzt einfach mal so ein paar. Ah, gut, da bin ich auch raus. Das liegt sicher auch daran, dass ich mit dem jetzt hier schon eine Weile unterwegs bin und das schon ein paar Wochen lang übe. Aber ich kann euch nebenbei hier sogar kommentieren und irgendwie entspannt driften. Ich glaube, es ist nicht schwer zu erkennen. Es ist insgesamt langsamer. Das muss irgendwie an der Vorderradaufhängung liegen. Ich habe hier halt nicht wirklich Sturz oder sowas. Nachlauf habe ich auch nicht. Also zumindest keinen positiven oder negativen. Ich weiß gar nicht, was ist eigentlich positiver Nachlauf? Aber ich kann hier wirklich kontrolliert driften. Ah, jetzt bin ich direkt mal weggekreist. Mein Wagen hat die Tendenz, wenn er zu doll quer steht, dass man ihn nicht mehr einfangen kann. Da braucht man auch ein Händchen für.
Das ist bei dem anderen ein bisschen besser. Allerdings ist das Grundtempo bei dem anderen so hoch, dass man oft in einen Geschwindigkeitsbereich kommt, in dem das auch wieder ausgehebelt wird, weil man einfach zu schnell ist. Ich mag ja dieses langsame Driften, weil Langsamkeit heißt Kontrolle. Das Auto rutscht viel, es wiegt nicht viel, es ist sowieso glatter Boden, das Auto wiegt irgendwie, keine Ahnung, 200, 300 Gramm. Und wenn man zu schnell wird, dann kommt man aus dem Driften raus und das Auto rutscht nur noch einfach quer über den Plastikboden. Und dann ist die Kontrolle eh weg, egal wie das Auto eingestellt ist. Also Langsamkeit hilft. Ein Fazit. Es funktioniert. Man kann das kaufen. Das ist kein Crap. Das ist eine praktische Sache für alle, die keinen Bock auf Basteln haben, die Möglichkeiten nicht oder sich das nicht zutrauen. Ich wiederhole mich. Aber so ist es ja nun mal. Für alle anderen, die sowieso Spaß dran haben, ein bisschen rumzufrickeln, da muss ich ganz ehrlich sagen, meine Version funktioniert tatsächlich für mich besser. Ob das jetzt an viel Übung damit liegt oder weil es einfach wirklich feinfühliger steuert, kann ich euch nicht sagen. Ich komme damit besser klar. Es ist komplett kostenneutral. Der Rückbau ist, habe ich euch vorhin schon gesagt, auch wirklich easy going, wenn man das denn möchte. Man holt sich ein Getriebegehäuse und die Welle und Motor und fertig ist die Lauge. Ja, es ist noch viel Potenzial hier drin. Ich werde auch versuchen, hier einen Nachlauf hinzukriegen. Das werde ich machen, indem ich hier unten bei den Querlenkern in der Mitte Fleisch wegnehmen werde an der hinteren Seite, so dass der ganze Querlenker nach vorne rutscht. Das werde ich dann ein bisschen ausschimmen wieder und dadurch habe ich auch diesen Kippeffekt und werde mal sehen, ob das positiv irgendwas bringt. Des Weiteren werde ich auch versuchen, ein bisschen Sturz hinzukriegen. Den habe ich hier tatsächlich nicht. Und das werde ich machen, indem ich die Querlenker durchtrennen werde und ein bisschen Fleisch wegnehme und dann einfach wieder zusammenschraube mit einem Stück M2 Gewindestange. Das kriege ich bestimmt irgendwie hingebastelt. Das werde ich erst alles testen. Ob das dann was bringt, steht auf dem anderen Blatt. Wenn ja, mache ich selbstverständlich auch davon ein Video. Aber bis hierhin, ich möchte nicht unbescheiden sein, aber ich persönlich mag meine Variante lieber bis hierhin. Und man spart Geld. Also, bis zum nächsten Mal und bleibt dabei. Hier kommen noch einige Videos. Der Winter ist nass und kalt und noch lang und ich habe richtig viele Ideen und richtig viel Bock drauf. Bis bald.